preacher team in the previous weeks. Und heute dürfen Nadine und ich unsere Gedanken zum Thema kleiner Glaube mit euch teilen. And today, Nadine and I want to share our thoughts with you on the topic small faith, little faith. Und am Anfang habe ich eine Frage für euch, über die ihr nebenher nachdenken könnt. And in the beginning, I have a question for you that you can reflect on. Wie geht es euch, wenn ein Gebetsanliegen, das ihr habt, unerfüllt bleibt? How would that be for you if your prayer requests were unheard or unfulfilled? Wenn es was ist, das euch am Herzen liegt, wirklich wichtig ist. And so it's something that is really important, to you. Und da will ich auch gleich mit einer Geschichte von mir einsteigen. Then I just want to tell you a story about myself. Nach meinem Studium habe ich einen technisch sehr tiefgehenden Job angefangen. So after my studies, I just started a job, a very technically challenging job. Und den konnte ich sehr lange machen und immer noch was lernen. So that I could do it for a long time and I could always learn something. Aber irgendwann kommt der Punkt, da fühlt man, dass sich die Welt weiter bewegt und man selber stehen bleibt. But there was a point just came where one felt that the world is moving, but you are still standing there. Und da habe ich angefangen, mich umzusehen und habe mich auf eine andere Stelle intern beworben. Then I saw that point and then I started to apply for other jobs. Und ich hatte schon gehofft, dass das was werden kann oder dass ich zumindest gute Erfahrungen in der Bewerbung sammle. Yeah, so I was hoping for good experience in job applications, or at least I could get something from it. Aber es kam direkt eine Absage. Yeah, but it was just a rejection, direct rejection. Und da fängt man natürlich an zu zweifeln. Then one just started to doubt. An sich selbst. Yeah, doubt oneself. Aber auch im Glauben. But also, on the faith. Weil ich habe ja zumindest dafür gebetet, dass ich da was Gutes rausziehen kann. Yeah, because I had prayed that the outcome would be good. Und in so einer Situation, wenn man dann eine Bibelstelle liest, wie Matthäus 21, Vers 22. Yeah, so at this place, when we just read this Bible verse, if you believe you will receive what you ask for when you pray, from Matthew 21, 22. Die ist ja eigentlich sehr positiv. It's something very positive. Aber in so einer Situation setzt mich das wahnsinnig unter Druck. Yeah, but at this situation, so I really didn't really feel it. Yeah, really suppressed feeling. Und gibt mir das Gefühl, ich müsste perfekt sein und was leisten. It gives me the feeling that I have to be perfect in order to achieve something. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass es gar nicht so ist. But although we know that it is not the case at all. Und bevor wir jetzt noch tiefer in die Bibel einsteigen, noch die kurze Auflösung zu meiner Geschichte. Yeah, before we delve into the Bible story itself, and I want to tell you the solution, the end of my story. Nach 2-3 Monaten hat mir ein Kollege eine Stellenausschreibung zugeschickt bei Ihnen im Team. Yeah, in 2-3 months, a work colleague of mine sent me a job advertisement. Und das ging dann alles sehr schnell und sehr easy, dass ich einen richtig coolen Job gefunden habe. And everything went so well, went so easy, and that I got this job. Aber, ihr habt es gehört, ich hatte einen Punkt, wo ich sehr stark gezweifelt hatte. But you've heard that there was a point which I really doubted myself. Und Zweifel kann man oft in Fragen formulieren. And doubt can be formulated in a question. Und eine Frage ist, glaube ich, dass Gott wirklich Wunder tun kann, dass er wirklich was verändern kann? Yeah, so the thing is that do we really trust that God can change situations, change circumstances and can really do miracles? Und an der Stelle wird Kingsley jetzt für euch Matthäus 17, die Verse 14 bis 20 lesen. Yeah, then so this is the story from Matthew 17, 14 to 20. When they came near the crowd, a man approached Jesus. He got on his knees in front of him. Lord, he said, have mercy on my son. He shakes wildly and suffers a great deal.
He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they couldn't heal him. You unbelieving and evil people, Jesus replied, how long do I have to stay with you? Sollte noch weitergehen, ja. Yeah. How long do I have to put up with you? Bring the boy here to me. Jesus ordered the demon to leave the boy, and it came out of him. He was healed at that moment. Then the disciples came to Jesus in private. They asked, why couldn't we drive out the demon? He replied, because your faith is much too small. What I'm about to tell you is true. If you have faith as small as a mustard seed, it is enough. You can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Ja, ein Mann kommt zu den Jüngern und bittet sie um Hilfe. Yeah, so a man just approached the disciples and asked for help. Und sie können ihm nicht helfen. Yeah, but they couldn't help. Und wahrscheinlich waren sie auch nicht die erste Anlaufstelle, die der Mann hatte. Yeah, maybe they were the first contact point of that man. Wahrscheinlich hat die Familie die Krankheit von dem Sohn schon lange mit sich herumgetragen. Yeah, maybe the family had been having this sickness for a long time. Yeah, with certainty. Und auch bei den Jüngern keine Hoffnung. And also hopeless, with the disciples as well. Und an der Stelle bittet der Mann dann Jesus. And then that man just asked Jesus for help. Und Jesus zeigt hier, dass er wirklich die Macht hat zu heilen. And Jesus shows him that he really has the power, the authority to heal. Dass er wirklich die Macht hat, Wunder zu tun. That he really has the power to do miracles. Und dass er auch bereit dazu ist, uns zu helfen mit unseren Anliegen. Yeah, then he is also ready to help with all our requests. Aber gleichzeitig kritisiert er hier auch seine Jünger, sehr stark sogar. But at the same time, he also very sharply, very strongly criticized his disciples. Und er vergleicht hier den Glauben mit einem Senfkorn. Yeah, he compares the faith with a mustard seed. Und nicht mal das traut er seinen Jüngern zu. And then also, bitte. Nicht mal das traut er seinen Jüngern zu. And also he didn't believe the faith of his disciples at all. Aber aus dieser Kritik finde ich auch zwei positive Punkte. But from this critique, I've also found two positive points. Das eine ist dieses Senfkorn. Das ist ein sehr kleiner Same. Yeah, so one of them is that this mustard seed, something very small. Und selbst ein Glaube so klein wie dieses Senfkorn kann schon so viel bewegen. And our faith, even if it is so small like this mustard seed, can do a lot, can move a lot. Und für mich sagt es so, vielleicht muss mein Glaube gar nicht so riesig sein. And for me is that maybe faith doesn't have to be so large. Vielleicht reicht auch schon das bisschen Glauben, das ich in mir trage. Yeah, it's already enough if you have a little faith inside us. Und der zweite Punkt ist, Jesus kritisiert hier seine Jünger. And the second point is that Jesus criticized his disciples. Menschen, die wirklich viel Zeit mit ihm verbracht haben. And people who have been spending a lot of time with him. Die gesehen haben, wie er Wunder tut. Yeah, who have seen he has done miracles. Und selbst die stolpern. Yeah, then also, but they also doubted. Yeah, they also didn't believe. Und da frage ich mich dann, wieso erwarte ich von mir, dass ich da besser bin? And so I'm asking myself, why do I expect myself to be better? Und ich muss mir immer wieder sagen, dass der Glaube ein Weg ist. Yeah, so I have to say that the faith is really A road, a way. Yeah. Mit Höhen und mit Tiefen. Yeah, so highs and lows. Und das Wichtige ist einfach, dass wir weiter auf diesem Weg unterwegs sind. Yeah, but what matters is that we carries on this way.
Und wir wissen jetzt nicht, woran das bei den Jüngern gescheitert ist. And we don't know what really failed, or the disciples failed at which area. Und haben sie es wirklich Gott nicht zugetraut, dass er diesen Jungen heilen kann? Yeah, so do they really believe that God can, Jesus can really heal? Oder haben sie einfach nur gedacht, sie müssten das Problem jetzt lösen? Or do they just believe that, or did they believe that they had to solve the problem themselves? Haben sie es vielleicht einfach nicht abgegeben? Did they not surrender it? Und gerade darüber ein Thema abzugeben, wird euch jetzt Nadine noch mehr erzählen. Yeah, then Nadine will be telling us more about the topic of handing over or surrender. Stephan hat uns gerade mitgenommen in die Geschichte, in welcher die Jünger einen kleinen Glauben hatten. Yeah, then Stephan has just told us the story about small faith. Yeah. Mich persönlich beschäftigen schon seit einiger Zeit folgende Fragen. Yeah, I have been thinking about this question for some time. Vertrauen wir Gott wirklich vollkommen? Yeah, do we really fully trust God? Oder ist es mehr so eine fromme Floskel? Or is it just a religious, a pious cliche? Geben wir ihm all unsere Lebensbereiche? Do we give him all of our all areas of our lives? Oder gibt es Bereiche, die wir so ein bisschen versuchen zu verstecken? Or are there areas which we are trying to hide from him? In 1. Petrus 5, Vers 7 lesen wir: In 1 Peter 5:7 we read, "Turn all your worries over to him. He cares about you." Ich habe euch diesen Fußball hier mitgebracht, I've brought along this football with me, welcher für mich so gut darstellt, wie wir das tun können. that we can really reflect on, so what we can do. Stell dir jetzt mal vor, dieser Fußball enthält all deine Sorgen, die du im Moment hast. Yeah, imagine that this football has all your worries that you have with you now. Deine großen, aber auch deine kleinen Sorgen. Yeah, your big and small worries. Zum Beispiel deine Arbeitslosigkeit, Perhaps joblessness, unemployment, deine gescheiterten Beziehungen, your broken relationships, der Zerbruch deiner Familie, your families are broken, deine Eheprobleme, marriage problems, deine Sucht addictions, oder auch deine unheilbaren Krankheiten. or incurable diseases. Und jetzt spielt diesen Fußball mit all deinen Sorgen Jesus zu. Yeah, but then you pass this ball with all your worries to Jesus. Und zwar mit deiner ganzen Kraft. Yeah, with all your power. Wie viel leichter wirst du dich fühlen, wenn du Gott alles abgeben kannst? Yeah, how much lighter would you feel if you surrender everything to God? Und er dafür sorgen wird. Yeah, then he will just take over them. He will provide. Du denkst jetzt vielleicht, ja, das klingt voll easy. Yeah, maybe it sounds so easy. Aber ich kann dir versichern, dass es das nicht ist. Yeah, but I can say to you, I can guarantee it is not. Ich möchte dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, I want to tell you a story about my life, wo ich genau das nicht getan habe, that I didn't do that. sondern das Gefühl hatte, ich weiß es sowieso viel besser als Gott. Yeah, but then I had the feeling that I was much better than God. Vor einigen Jahren erhielt ich die Diagnose Endometriose. Yeah, several years ago, I got the diagnosis of endometriosis. Das ist eine chronische Unterleibskrankheit bei der Frau, That is a women's chronic abdominal disease. welche sich unter anderem mit stärksten Schmerzen und Kinderlosigkeit äußern kann. That it could lead to severe pain and also infertility. Für mich war aber nicht dieser Kinderwunsch das primäre Problem. Yeah, but the wish to have a child was not my primary, was not my biggest problem. Weil
Ja, ich hatte nie den Wunsch nach eigenen Kindern. because I had never had the wish to have my own children. Als ich dann die Diagnose erhielt, brach für mich trotzdem eine Welt zusammen. Yeah, when I got this diagnosis, my whole world just collapsed. Mein Alltag drehte sich ab diesem Zeitpunkt nur noch um diese Krankheit. So my everyday life was just about this disease, from that point on. Ich hatte praktisch 7 Tage in der Woche, 24 Stunden Schmerzen, I had pain round the clock. die so stark waren, wie wenn dir jemand 100 Messer gleichzeitig in deinen Bauch reinhaut. Yeah, so severe that it's like 100 knives were being stabbed into my belly. Bis ich die Diagnose erhielt, war ich jeden Sonntag in der Church. Yeah, until I got this diagnosis, I had been in church every Sunday. Diente Gott von ganzem Herzen Served God with all my heart. und war viel unterwegs. And also, was on the way, doing a lot as well. Aber dann kam diese Krankheit und hat alles kaputt gemacht. Then this disease just screwed up everything. Ich habe mich vor meinen Freunden, vor meiner Familie, aber vor allem vor Gott zurückgezogen. Yeah, then I turned away from my family, from my friends, and also most important above all from God. Und mich vor allem und jedem isoliert. And I isolated myself from everyone. Mein Tagesmotto hieß plötzlich nicht mehr "Liebe dein Leben", So I don't have this motto with me, lieber dein, love your life, sondern "Überlebe diesen Tag", und Ja. zwar irgendwie. But change it to survive this day, somehow, in a way. Ich ging trotzdem weiter zur Arbeit, habe mehrere Schmerzmedikamente eingenommen. Yeah, I took painkillers and I still went to work. Aber sobald ich Feierabend hatte, ging ich nach Hause und habe mich aufs Sofa gelegt. And after work, I just went back home and I laid on the sofa. Und der nächste Tag sah genau gleich aus. Yeah, and the next day was the same. So lebte ich ungefähr 2 Jahre und habe zigtausend Therapien gemacht. Yeah, I lived like that for 2 years, and I'd gone through thousands of therapies. Ich habe mich von Gott abgewandt und mich komplett isoliert. Yeah, I turned away from God and I isolated myself. Um ehrlich zu sein, wollte ich gar nichts mehr von Gott wissen. And to be honest, I didn't want to get to know, to hear from God. Da ich damals mit meiner Frauenärztin zusammengearbeitet habe, Yeah, when I was working with my gynecologist at the time, waren wir täglich im Austausch und sie sah, wie schlecht es mir ging. then we spoke about it daily, and then she told me how bad it was. Nachdem wir alle Therapiemöglichkeiten ausprobiert hatten, After trying all these different therapy possibilities, sagte sie zu mir: and she said to me, Wenn du dir immer noch sicher bist, dass du keinen Kinderwunsch hast, if you are sure that you don't want to have any children, bleibt nur noch die Option der Gebärmutterentfernung. then there is just the possibility of hysterectomy. Ich wollte nicht den Rest meines Lebens mit solch starken Schmerzen leben. I didn't want to live the rest of my life with so severe pain. Und darum entschieden wir uns für diese Option. And that's why we decided on this option. Gott gefragt, ob das die richtige Entscheidung ist, habe ich natürlich nicht, denn ich habe mich ja von ihm abgewandt. I did not ask God whether it would be the right decision because I had turned away from him. Dann kam der Tag der OP und es verlief alles gut. Yeah, then the surgery went well. Nach 6 Wochen ging es mir wieder komplett gut Yeah, then 6 weeks later, I was well again. und ich hatte auch keine Schmerzen mehr. I did not have any pain at all. Mein Leben veränderte sich wieder ins Positive. Yeah, my life changed into positive direction. Und mein Tagesmotto, liebe dein Leben, kam zurück. Yeah, my daily motto came back. Yeah, love your life. Ich ging wieder jeden Sonntag in die Church.
I went to church again every Sunday und diente Gott. and served God. Wie ich bereits am Anfang von diesem Fußball hier erzählt habe, Yeah, so like in the beginning, I told you about this football. sollen wir den Jesus zuspielen. Yeah, we should pass it to Jesus. Und das wollte ich endlich wieder tun. Yeah, though finally I wanted to do it. Ich wollte wieder anfangen, Gott in mein Leben zu involvieren I want to involve God into my life. und habe mich bei Gott entschuldigt. Yeah, and I apologize to Him. Man kann 1000 Schritte weit weg sein von Gott, One can be 1,000 steps away from God, aber es braucht nur einen einzigen Schritt, um zu ihm zurückzukehren. but it just takes one single step to go back to Him. Vielleicht fühlst du dich angesprochen Yeah, maybe you feel spoken, addressed by that, und hast dich von Gott abgewandt. and you have also turned away from God, Und du bist 1000 Schritte weit weg von ihm. and you are 1,000 steps away from Him. Aber er möchte, dass du zu ihm zurückkehrst. But He wants that you go back to Him. Er steht jetzt gerade mit offenen Armen da He is standing there with open arms und wartet auf den einen Schritt von dir. and is waiting for this one single step from you. Vor 2 Jahren bin ich dann hier in dieser Kirche gelandet, 2 years ago, I landed on this church. nachdem ich einige Zeit hier bereits in der Church war und auch mitgearbeitet habe. After serving here for some time, Hatte ich ein Gespräch mit meiner Freundin und Leiterin Karin. and I also had, and then I spoke to a good friend of mine and also a leader, Karin. Sie sagte mir, She said to me, du kannst vielleicht keine eigenen Kinder kriegen, perhaps you can't have your own children, aber das heißt noch lange nicht, dass du keine Mutter sein kannst. but it doesn't mean that you cannot be a mother. Vielleicht ist deine Berufung, eine geistliche Mama hier in dieser Kirche zu sein. Perhaps your calling is that to be a spiritual mother in this church. Ich habe mir aber keine weiteren Gedanken darüber gemacht. But I didn't really think about that. An unserem Church Weekend dann letztes Jahr im Oktober Then last year in October at the church weekend, kamen mehrere junge Frauen zu mir und sagten, several young girls or women came to me and said, Nadine, du bist einfach eine geistliche Mama für mich. Nadine, you are really a spiritual mother for me. In diesem Moment war ich so sprachlos und ich konnte nicht glauben, was diese jungen Frauen zu mir sagten. At this moment, I was just speechless. I couldn't believe that what these young women had said to me. Und war so berührt von Gottes Führung. Yeah, so touching, by God's fulfillment. In Johannes 19, 26 bis 27 steht, Yeah, in John, it says, 19:26 to 27, Jesus saw his mother there. He also saw the disciple he loved standing nearby. Jesus said to his mother, "Dear woman, here is your son." He said to her disciple, "Here is your mother." From that time on, the disciple took her into his home. was für ein starker und ermutigender Vers, What a strong and encouraging verse. wo wir sehen können, Yeah, where we can see dass man nicht nur eine leibliche Mutter oder ein leiblicher Vater sein kann. that one it's not only a biological father or mother. Ich bin überzeugt, unsere Welt braucht Menschen, die füreinander da sind, Yeah, I'm convinced that our world needs people who are there for one another. die Wertschätzung und Interesse am anderen zeigen. The appreciation of others, and then also can say it to others as well. Denn genau das hat ja auch Jesus getan. And it's exactly that Jesus did that. In Sprüche 16, Vers 9 steht, In Proverbs 16:9, it says, "In their hearts human beings plan their lives, but the Lord decides where their steps will take them." ich habe in der Schweiz alles zurückgelassen. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Yeah, I'm originally from Switzerland, and I've
left everything there. Ich habe da meine Freunde, meine Familie, Yeah, my friends, my family. meine geliebte Wohnung in Zürich Yeah, my favorite apartment in Zurich. und auch meine Arbeitsstelle zurückgelassen. And also my job, I left it there. Aber ich denke, euch allen, die hier sind, oder den meisten, geht es wahrscheinlich auch so. Yeah, but I think most of you here are also like that. Doch Gott schenkte mir eine neue geistliche Family hier in dieser Kirche. But God has given me a new spiritual family here in this church. In Epheser 2, Vers 19 lesen wir: In Ephesians 2:19, we read that. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household. Dieser Vers ist so stark und sagt dir, du bist ein Bürger des Himmels. Yeah, this verse is so strong and tells you you are a citizen of heaven. Du gehörst zu dieser Familie. You belong to this family. Wir unterstützen einander und wir sind füreinander da. We support one another and we are for one another there. We are there for one another. Genau das machen wir auch in unseren Small Groups. Yeah, then also in our small groups. Ich möchte dich ermutigen, ein Teil von einer solchen Small Group zu sein. I want to encourage you to be part of a small group. Denn sie ist ein wahrer Segen für dein Leben. Then so it is really a blessing, yeah, for your lives. Manchmal haben wir Menschen Pläne, Yeah, sometimes we have our plans, die nicht die Pläne Gottes sind. yeah, which are not the plans of God. Aber dann ist Gott so souverän Yeah, but God is so sovereign und lenkt unsere Schritte wie bei mir. and directs our steps to Him. Auch wenn wir vielleicht mal einen kleinen Glauben haben When sometimes our faith is so small oder gar keinen Glauben, or we don't have any faith at all, hört Gott nicht auf, sich für uns zu interessieren. God doesn't stop to be interested, yeah, to be interested in us. Seine Wege sind viel, viel größer und höher als unsere. His ways are a lot greater and higher than ours. Das sehen wir auch im Alten Testament, im Ja. Leben von Sarah und Abraham. We also see that in the story in the Old Testament about Abraham and Sarah. In 1. Mose 17, 16 bis 17 steht: In Genesis 17 it says, I will give her my blessing. You can be sure that I will give you a son by her. I'll bless her so that she will be the mother of nations. King of nations will come from her. Abraham fell with his face to the ground. He laughed and said to himself, can a 100-year-old man have a son? Can Sarah have a child at the age of 90? Sogar als Gott sich Abraham offenbarte When God revealed to Abraham und ihm sagte, dass Sarah im hohen Alter noch Kinder kriegen wird, and said to him that Sarah can still have a child at such a high age, lachte er über Gott. yeah, then he laughed about God. Stell dir das mal vor, er lachte Gott aus. Yeah, then he laughed about that. He laughed about God. Yeah, just imagine that. Für Abraham war es schwierig, Gott in dieser Situation zu verstehen, Yeah, for Abraham it was so difficult, yeah, to understand God in this situation. da eigentlich beide viel zu alt waren, um Kinder zu kriegen. Yeah, because she was simply too old, yeah, to have children. Und sie zweifelten an Gottes Größe und Allmacht. And he doubted his almighty, allmight, yeah, his greatness. Wie oft geht es uns gleich wie Abraham? How often are we just like Abraham? In täglichen Herausforderungen kann sich unser Glaube oft klein und schwach anfühlen. Yeah, in daily challenges, our faith can just go small and feel weak. Sind wir mal ganz ehrlich zu uns selber. Yeah, we say that very honestly to ourselves. Oft haben wir doch mehr Zweifel als Glaube. Yeah, we have doubts more often than faith.
Ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich aussieht, aber bei mir ist das definitiv so. Yeah, I don't know what is it like with you, but with me, it's definitely like that. Und dann gibt es aber diese Möglichkeit. But there is this possibility. Wir können hier diesen Ball Jesus zuspielen. We can pass the ball to Jesus. In jeder Situation entscheiden wir aber selber, ob wir das tun möchten oder nicht. In every situation, we can make the decision whether to do it or not. Ich habe erfahren, es lohnt sich, es zu tun. I've experienced that it is worth to do it. Denn Gott hält seine Versprechen. Yeah, because God keeps His promises. Und er ist ein treuer und liebender Gott. He is a loving, a faithful God. An dieser Stelle darf ich nun Stephan wieder übergeben, Yeah, and I want to pass the word to Stephan. der uns noch mal mitnimmt Yeah, so who will continue, to take us, in die Geschichte mit dem Senfkorn. in the story of the mustard seed. Danke, Nadine. Yeah, thank you, Nadine. Ihr habt jetzt unsere Geschichten gehört Yeah, you have just listened to our stories. und auch von den Glaubenshelden haben wir euch ein bisschen erzählt. Yeah, and also about the faith, the heroes of faith. Yeah, that which we've spoken about. Und ihr seht, die Zweifel ziehen sich einfach durch das Glaubensleben durch. Yeah, then you see that. So the doubts are in our faith, in our lives of faith. Und es ist auch bei anderen Vorbildern so, die wir haben. Yeah, with other role models, it's like that as well. Menschen, die auf Mission gehen. Yeah, people who have a vision. Oder Mose, der vor seinen großen Aufgaben beinahe verzweifelt. Yeah, and Moses also doubted his task, this great task in front of him. Aber das sind auch Situationen, da muss ich ehrlich sagen, mich würde das auch überfordern. Yeah, so these situations, to be honest, so I would also be overstrained. Aber da will ich mit euch nochmal zurück Ja. in die Geschichte aus Matthäus 17. Yeah, then I want to bring you back to the story from Matthew 17. He replied, "Because your faith is much too small. What I'm about to tell you is true. If you have faith as small as a mustard seed, it is enough. You can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." Und Jesus wählt hier dieses Bild von dem Senfkorn wirklich sehr bewusst aus. And Jesus really knew that when he chose this picture of the mustard seed. Es ist ein sehr kleiner Same Yeah, it's something very small. und es kann schon Großes bewegen. Yeah, but it can move a mountain, something great. Aber es ist eben auch ein Same. Yeah, but it is also the seed. Und genauso kann auch unser Glaube wachsen. Yeah, it's like that our faith grows. Dieses Senfkorn wächst zu einem Baum heran. Yeah, so this mustard seed changes to something great. Und unser Glaube kann auch zu was Großem wachsen, wenn wir daran festhalten. Yeah, when we hold on to our faith, then it can also grow to something great. Und zum Abschluss habe ich euch da jetzt noch einen Vers, den Paulus im Korintherbrief geschrieben hat. So I want to share a verse which was written by Paul in Corinthians at the end. Suppose I have the gift of prophecy. Suppose I can understand all the secret things of God and know everything about Him. And suppose I have enough faith to move mountains. If I don't have love, I'm nothing at all. Und der Vers zeigt mir nochmal so stark, Yeah, that verse shows me very strongly. ich brauche vielleicht nicht unbedingt diesen großen Glauben. I don't really need a great faith. Das Wichtige ist, ich habe einen großen Gott, der mich liebt. Yeah, the most important thing is that I have a great God who loves me. Amen. Amen. Wir werden jetzt noch eine Zeit des Gebets und des Worships haben. Yeah, now we have the time of prayer and worship song. Nimm dir Zeit mit Gott und mach dir Gedanken zu folgenden Punkten. Yeah, so take the time with God and think about the following points. Vertraue ich Gott wirklich vollkommen? Yeah, do I completely trust God? Glaube ich, dass er mein Bestes im Sinn hat? Yeah, do we believe that He has the best for us in mind? Vielleicht
hast du dich aber auch 1000 Schritte von Gott entfernt Yeah, maybe you are away from God for 1,000 steps und hast dein Vertrauen komplett zu Gott verloren. and you've lost your faith in God completely. Dann ermutige ich dich, diesen einen Schritt zu tun. Then I encourage you to make this step. Kehr zurück zu Gott Yeah, go back to God und vertraue ihm, dass er es gut meint mit dir und deinem Leben. and trust that He has something good for you and also for your life. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Yeah, I want to pray at the end with you. Jesus, ich danke dir für deine Worte. Yeah, Jesus, thank you for your word. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du immer an unserer Seite bist. Thank you that we may know that you are always on our side. Ich danke dir, dass wir keinen großen Glauben haben müssen, Yeah, thank you that we don't have to have a great faith, sondern dass wir einen großen Gott haben. but we have a great God. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Yeah, thank you for every single one of you here. Und ich bitte dich, dass du einfach jetzt zu jedem Einzelnen sprichst. I ask you to speak to every one of us here. In deinem Namen. In your name, Amen. amen.